Hallo zusammen. Heute bin ich wieder mal ganz alleine unterwegs. Mit dem Auto bis zur Schwarzwaldhochstraße Ruhestein. Von da aus laufe ich jetzt den 8,5 Kilometer langen Wildsee-Rundweg. Und wenn ihr Lust habt, begleitet mich doch ganz einfach. Er ist wunderschön, das kann ich euch schon jetzt versprechen. Also, auf geht's. Wir starten am Ruhestein in 912 Meter Höhe an der Schwarzwaldhochstraße B500 in Richtung Baden-Baden. Übrigens, es ist das Nationalparkzentrum, was allerdings neu errichtet wird, zurzeit eine große Baustelle ist und voraussichtlich bis Ende diesen Jahres mit einem 33 Meter hohen Skywalk fertiggestellt sein soll. Nichtsdestotrotz, man ist im Wandern nicht eingeschränkt. Und gleich am Anfang begrüßt uns die Tafel Willkommen im Nationalpark Schwarzwald und verspricht uns, dass es hier eine Spur wilder zugeht. Ich gehe also gleich hinter dem alten Gebäude Ruhestein zum Sessellift und fahre für 3 Euro auf dem Ruhesteinberg. Man kann aber auch gut den Weg neben dem Lift nehmen und aus eigener Kraft den Berg erklimmen und gleichzeitig die schöne Aussicht rund um den Ruhestein genießen. Ihr braucht dazu ca. 30 Minuten. Oben angekommen, gleich ein eindeutiger Hinweis. Den Müll, der unweigerlich entsteht, wieder mit nach Hause zu nehmen. Ich wunderte mich schon, dass es hier oben so sauber ist, aber das kommt nicht von ungefähr. Darauf kommen wir später nochmal. Ich wandere durch eine Landschaft mit ausgedehnten Grinden, das heißt Bergheiden. Durchwachsen mit Bergkiefern oder Latschenkiefern. Ich weiß es nicht genau, was es wirklich von beiden ist. Abgestorbenem Holz. Ja, abgestorbenem Holz. Wir befinden uns hier nämlich in einem Banngebiet. Das heißt, hier greift der Mensch so gut wie nicht in die Natur ein. Nach dem Motto Natur, Natur sein lassen. Wenn ein Baum fällt, dann bleibt er liegen und bietet Tieren und Pflanzen dadurch wieder Schutz und Nahrung. Zäune und Wege schützen die empfindliche und einmalige Vegetation hier oben und sollten deshalb nicht überwunden werden. Es macht so richtig Spaß, hier in der unberührten Natur zu laufen. Nach nunmehr 50 Minuten kommen wir zum Seekopf in 1053 Meter Höhe. Und genau hier haben wir den ersten Blick zum Wildsee. Und auch genau hier befindet sich die Euting-Grabstätte. Es ist eine recht ungewöhnliche Ruhestätte. Das Urnengrab von Professor Dr. Julius Euting. Dieser kleine, liebenswerte, energiegebündelte Mann, der mehr als 10 Sprachen beherrschte, machte sich Ende des 19. Jahrhunderts für den Schwarzwald stark. Er war ein großer Förderer des Schwarzwaldvereins und ist heute noch als Ruhesteinvater in Erinnerung. Sein letzter Wunsch war, an einem der schönsten Stellen in seinem geliebten Schwarzwald begraben zu werden. Und nun liegt er hier, seit 1913, hoch über dem wilden See. Und weiter geht's. Genau hier an diesem Wegabschnitt begegnete ich einem Naturparkranger mit einem großen, schon halb gefüllten Müllsack. Wir kamen ins Gespräch und er versicherte mir, dass es wohl keine Selbstverständlichkeit ist, dass hier alle Wege so sauber sind. Er geht jede Woche einmal, besonders nach den Wochenenden, den Weg, um den Wohlstandsmüll zu beseitigen. Leute, die ihr euren Müll in dieser einzigartigen Natur einfach so entsorgt, schämt ihr euch nicht? Bis zu 450 Jahren braucht die Natur zum Beispiel, um eine Plastikflasche zu zersetzen. Und sie hätte weiß Gott Wichtigeres zu tun. Also, bei eurem nächsten Besuch im Wald, wo immer das auch sein mag, denkt mal daran. An dieser Stelle ein Dank an alle, die den Müll wieder mit nach Hause nehmen und vor allem an die Mitarbeiter des Naturparks,
für ihre Unermüdlichkeit, immer wieder diesen Dreck wegzuräumen. Hier beginnt nun der schwierige Wegabschnitt zum Wildsee. Der wirklich sehr schwierig zu laufende Weg auf Buntsandsteinblöcken und über und unter umgefallenen Bäumen. Doch irgendwie ist er doch lohnenswert. Denn nur so bekommt man die nötigen Einblicke in die Natur, die sich hier seit nunmehr 100 Jahren frei entfalten konnte. Und hier sehe ich schon das Blau des Sees durch die Bäume schimmern. Und auf einmal stand ich vor dieser mächtigen Tanne. Sie wird auf 200 Jahre geschätzt. Man geht davon aus, dass sie nach einem Waldbrand im Jahre 1800 gepflanzt wurde. Oh, geschafft. Also, ich würde sagen, 45 Minuten braucht ihr auf alle Fälle, diesen Weg nach unten zu gehen. Wilder See, einzigartiger Karsee mit noch ursprünglichem Uferbereich. Aber eins muss ich euch noch sagen, für alle ist die Gefahr noch nicht gebannt. Denn glaubt man der Sage, kann der See für Männer leicht zum Verhängnis werden. Es soll sich nämlich zugetragen haben, dass ein junger Hirte, der seine Kühe oben weidete, von unten vom See her Klänge einer Harfe und einen lieblichen Gesang vernahm. Er ging, wie ich jetzt eben, dem Wildseewegli hinab und sah im See eine Nixe. Wunderschön. Sie sang und spielte zur Harfe. Da war es um den Jüngling geschehen. Er stieg zu ihr hinab und wurde seither nicht mehr gesehen. Ich liebe solche Erzählungen. Also Männer, gebt Acht. Der Wildsee ist ein eiszeitlicher Karsee in 910 Meter Höhe im Naturschutzgebiet Wilder See Hornisgrinde. Der fast runde See hat eine Fläche von 2,4 Hektar und eine Tiefe von 11,50 Meter und er gehört zum Nationalpark Schwarzwald. Das Gebiet um den See wurde schon im Jahre 1911 als Bannwald erklärt und ist somit das älteste Naturreservoir in Baden-Württemberg. Ausgeruht und erholt am See, was gegessen, was getrunken. Nun geht es weiter. Wir sind jetzt 889 Meter hoch am Seeloch. So eigenwillig und so filigran ist unsere Natur. Sieht doch aus wie ein Schwan, oder? Nun schaut euch mal diese Tanne an. Ist das ein Prachtstück? Abgestorbene Bäume. Und wenn sie beim nächsten Sturm fallen, werden sie zum Nährboden junger Fichten. Und sie gedeihen prächtig. Das sieht man auch hier bei dem sehr jungen Niederwald. Nun sind wir schon wieder in 975 Meter Höhe und bis zur Darmstädter Hütte sind es nur noch 1,2 Kilometer.
Bergkiefern gibt es hier oben ja sehr viel. Jetzt in dieser Zeit werden die jungen Zapfen angelegt, also die Samen werden gebildet. Sieht doch irgendwie aus wie geschmückte Weihnachtsbäume, oder? Auf 1030 Meter, inmitten einzigartiger Landschaft, im Naturschutzgebiet, liegt die Darmstädter Hütte. Ich gönne mir einen Cappuccino und lese die Speisekarte mit regionalen hausgemachten Gerichten und moderaten Preisen. Aber zur Information, Sie haben hier von 10 bis 18 Uhr geöffnet und keinen Ruhetag. Und das Essen und die freundliche Bewirtung in der Selbstbedienung auf der Terrasse wird sehr gelobt. Nun muss ich noch mal 45 Minuten laufen, bis ich wieder am Ruhestein bin. Diese letzte Strecke ist ziemlich unspektakulär, bis auf eine schöne Aussicht ins Tal. Hier endet meine idyllische Runde, die eigentlich nicht sehr anstrengend ist, außer dem Abstieg am Seewegle zum Wildsee hinunter. Und aus diesem Grund ist die Strecke nicht kinderwagentauglich und auch für sehr kleine Kinder, die selbst schon laufen können, nicht empfehlenswert. Und getragen ist für die Eltern wiederum gefährlich, weil man sich wirklich sehr konzentrieren muss, dass man nicht fällt. Wieder am Ruhestein angekommen, kaufe ich mir noch im Panthers Honiglädle einen leckeren Wildkirschhonig. Dann geht's zum Auto und ich fahre nach Hause. Wenn euch der Film gefallen hat, Daumen, Glocke und Abo, wenn ihr noch nicht habt.